Hallo meine lieben Freunde, da bin ich endlich wieder, euer Teamleader. Und in diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach ein eigenes Schwert zu Minecraft Pocket Edition hinzufügen kannst. Ja, dafür befinden wir uns hier in Visual Studio Code oder in Droid Edit, was auch immer ihr für ein Programm benutzen wollt. Um erstmal ein eigenes Schwert hinzuzufügen, brauchen wir natürlich ein neues Item. Und dazu kreieren wir uns erst einmal eine neue Variable, die wir jetzt erst einmal Sword nennen. Und diese besteht eben aus dem Objekt mit der ID. Da geben wir einmal einfach 1 höher und sagen 1261. Als Name legen wir das Rainbow Sword. Und als Textur übergeben wir das Rainbow Sword 0 PNG, das ich gerade eben einmal angefertigt habe. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr eure eigenen Texturen hinzufügen könnt, dann klickt oben in die Infokarte oben rechts. Da habe ich euch das letzte Video verlinkt. Wenn ihr das verpasst habt, schaut einmal rein. Da erkläre ich, wie ihr euer eigenes Item hinzufügen könnt. So, dann müssen wir, da es ein Sword ist, auch noch einen Type übergeben, einen Enchantment Type, da wir es natürlich später auch verzaubern wollen. Dafür sage ich jetzt einfach mal, wir nennen jetzt mal Type die Variable und sagen, nein, doch nicht in einem String. Das ist jetzt das Objekt Enchant Type und wir sagen, Weapon ist der Enchant Type. Und dann natürlich noch eine Value, wie hoch wir das verzaubern wollen. Ich sage jetzt einfach mal 5. Und jetzt fügen wir auch gleich eine neue Funktion hinzu. Und zwar nennen wir die, also kopieren wir einfach mal die New-Item-Funktion und sagen jetzt Sort. Hier übergeben wir die ID, die Textur, den Namen und der Max Stack muss natürlich 1 sein. Es wird dem Kreativ-Inventory hinzugefügt. Dann sagen wir Set Category. Das ist natürlich die Item Category Tools. Und dann müssen wir natürlich noch die richtige Animation hinzufügen. Ich sage jetzt mal Animation, die praktisch das Item in der Hand angezeigt werden soll. Weil ein normales Item liegt ja anders in der Hand als Werkzeuge und Waffen. Und deswegen sagen wir jetzt noch Item Set Hand-Equip. Und zwar müssen wir da auch die ID übergeben. Und zwar mit v.id und dann setzen wir es auf True. Damit wir eben wissen, ja, es muss in der Hand liegen. Und als nächstes setzen wir dann natürlich noch den Enchant-Type fest mit Item.set Enchant-Type.
mit v.id. Dann übergeben wir noch den Type, den wir oben festgelegt haben, und die Value, v.value, genau, so habe ich es genannt. Ja. Und jetzt haben wir schon ein neues Item implementiert. Zumindest wenn wir hier noch sagen new sort mit dem sort. Genau. So. Und was wir jetzt noch machen, wir implementieren noch einen Game Hook. Und zwar den Attack Hook. Function Attack Hook. Und zwar müssen wir hier einen Attacker übergeben und einen Victim. Und jetzt überprüfen wir praktisch, ob natürlich die ID gleich der ID von dem Schwert ist. Um dann eben zu sagen, ja, wir müssen den Victim eben abziehen. Und das machen wir so mit einer if-Anweisung. Und zwar sagen wir, wenn player.getCarriedItem getCarriedItem gleich der Sword ID ist und der Attacker vielleicht im Player sein muss, also hier in player.getEntity, weil wir eben das Entity brauchen. Und wenn das eben der Fall ist, dann müssen wir Entity und setHealth machen. Und zwar sprechen wir eben hier das Victim an, das Victim Entity, und müssen hier eben das Entity und getHealth. Das heißt, wir holen uns jetzt praktisch, wie viele Herzen das Victim noch hat, eben von diesem Victim, und ziehen davon dann das Damage ab, das eben das Sword machen soll. Sword.damage. So, jetzt müssen wir natürlich noch für unser Sword ein Damage festlegen. Das haben wir nämlich noch nicht. Das machen wir jetzt hier oben noch. Damage soll, sagen wir 10. Dann ist schon mal die Hälfte der Leben weg bei einem anderen Player. Was wir jetzt aber noch machen können, ist, wir fügen praktisch, nachdem wir noch Schaden hinzugefügt haben, auch noch einen Effekt hinzu, praktisch eine Verzauberung oder einen Trankeffekt eigentlich, dem Entity, das angegriffen wird. Und das machen wir mit entity.addEffect. Und dann übergeben wir hier noch eben das Victim wieder, dem eben der Effekt verabreicht werden soll. Und als Effekt machen wir hier dann den Mob
Effekt Wither zum Beispiel. Welche Effekte es alles gibt und was ihr hinzufügen könnt, seht ihr natürlich auch in der modpy-dump Script. Wie ihr in die kommt, habe ich euch ja im ersten Video erklärt. Ist ebenfalls oben rechts verlinkt. Und hier als nächstes kommt dann die Duration. Da machen wir jetzt einfach mal 300. Ich glaube Millisekunden soll das sein. Dann machen wir 500. Und als nächstes kommt dann noch hier eine 0 hin. Dann kommt False und True. Ich glaube, das letzte Boolean steht einfach nur für, ob die Partikel angezeigt werden sollen. Bei dem davor weiß ich gerade leider nicht mehr. Aber könnt ihr natürlich auch einfach nachschauen in der modpy-dump. So, und ob das jetzt alles funktioniert, das sehen wir dann auf dem Handy. Also bleibt dran. Wir befinden uns also wieder in Minecraft Pocket Edition im Block Launcher und importieren direkt unser Texture Packet. Oder Texture Pack. Dann gehen wir zurück, das Spiel lädt neu und wenn es fertig geladen hat, importieren wir auch direkt noch unser modpy-script. Dazu gehen wir oben auf modpy-script importieren, lokaler Speicher und importieren unser Tutorial.js. Dann gehen wir in unsere Welt und dann gehen wir auch direkt in unser Inventar und suchen nach unserem Item. Und hier ist es direkt bei der Ausrüstung. Und wie man sieht, wir haben auch nur eins. Und wenn wir jetzt so eins Feind hier angreifen, bekommt es keinen Effekt. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Like da. Wenn ihr weiterhin nicht verpassen wollt, dann abonniert mich bitte. Und falls ihr Hilfe braucht bei irgendwas, dann joint doch unserem Discord-Server und da helfen wir euch gerne weiter. Link ist in der Videobeschreibung. Danke fürs Zusehen und tschüss.